Ja. Das ist irgendwie eine traurige Erkenntnis, die wir jetzt letzte Woche gewonnen haben. Schönen guten Tag alle zusammen. Es ist Donnerstagabend bei uns und normalerweise fangen wir immer erst freitags mit Filmen an. Aber wir haben heute so einen krassen Stellplatz. Den wollten wir euch echt nicht vorenthalten. Ich sehe gerade da hinten ist ein Regenbogen. Ich habe keine Ahnung, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Da senkt sich gerade ein Regenbogen ins Meer nieder. Da hinten steht ein wunderschöner Leuchtturm. Und hier seht ihr Elvis, unser Schlafplatz für heute. Und ich glaube, besser kann man es nicht erwischen, oder? Das ist ja heftig. Mega geil, ja, richtig schön. Bisher ist es windstill. Bisher ist es windstill. Wir haben ja jetzt nicht die besten Erfahrungen mit Wind gemacht und auch in der Region, in der wir uns hier gerade befinden, kann es schon mal ein bisschen winden. Aber aktuell ist es windstill. Zur Not müssen wir wieder eine Nachtaktion machen und hier abbrechen. Aber bei der Aussicht müssen wir das Risiko eingehen. Ja. Und jetzt werden erstmal noch ein paar Fotos gemacht. Jetzt werden noch ein paar Fotos gemacht. Jetzt gibt es ein Fotoshooting. Ja, weil sieht schön aus. Pass auf, da geht's richtig steil runter. Oha. Ich werde es nicht weiter. Nee. Hier sind Bergkletterseile. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich kein Problem habe, mit einer Kamera zu sprechen. Aber wenn es darum geht, Fotos zu machen, stelle ich mich an wie der erste Mensch. Stopp. Halt, stopp. Da will ich was zu sagen. Also erstmal so schlimm stimmt das schon mal gar nicht. Aber es ist wirklich so, Fabi spricht vor der Kamera, als wenn es das Natürlichste der Welt wäre. Und wenn wir Fotos machen, fühlt er sich oft unwohl. Ich glaube, weil das eben nicht so dieses natürliche Sprechen ist, sondern immer ja ein Stück weit gestellt, wenn wir von uns beiden zu zweit Fotos machen. Aber ich finde, dafür macht er das sehr gut. Ja, also die Instagram-Karriere wird es bei mir garantiert nicht mehr werden. Ist egal. Wir gucken uns jetzt mal noch einen Leuchtturm an, weil der sieht richtig geil aus. Und der ist ja hier gleich einfach nur 10 Meter geführt von uns weg. Und die Sonne scheint auch ein bisschen, aber sie geht gleich unter. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Guck mal, die Farben. Leuchtet auch schon. Die Farben sind einfach genial. Wir haben beide jetzt noch geduscht. Eine Wohltat. Eine absolute Wohltat. Unser Tageshighlight. Ein absolutes Tageshighlight heute. Meine Mama hat mich vorhin am Telefon gefragt, was wir heute noch so machen. Und das Einzige, was ich hier aufzählen konnte, war, wir gehen duschen. Ja, es funktioniert hervorragend in unserer Dusche. Es ist halt immer schnell, muss das gehen, weil dieser Boiler-Tank ja irgendwie nur 6 Liter oder und sowas fasst. Deswegen muss man ein bisschen hinmachen. Aber auf jeden Fall 10-mal besser als gar keine Dusche, würde ich sagen. Und es ist schön warm. Ja, es ist schön warm. Heute ist tatsächlich echt ein bisschen frisch. Wir kochen jetzt noch was Leckeres. Heute gibt es Pimentos mit Kartoffeln und Ei, glaube ich. Rosmarinkartoffeln aus dem Omnia und Pimientos angebraten und Spiegelei dazu. Ja, wir haben uns der spanischen Kultur angepasst.
Eine weitere Arbeitswoche ist vorbei. War ganz schön stressig, aber hat echt Spaß gemacht. Ja, bei mir auf der Arbeit ist gerade auch ziemlich viel zu tun, aber das ist ja oft bei vielen so, dass November, Dezember echt nochmal viele Aufgaben anfallen, aber das hat jetzt auch nicht so viel gemacht, weil das Wetter war eh nicht so geil die Woche, deswegen haben wir einfach mal ein bisschen mehr gearbeitet. Wir waren gestern, ganz spontan, haben wir einen Van gesehen und haben die beiden dann auf ihrem Instagram-Profil angeschrieben und haben die gestern besucht und noch ein Bierchen mit denen getrunken. Liebe Grüße an Melli und Jan Mark, falls ihr das seht. Also es war ein richtig schöner Abend und wir haben aus einem kleinen Bierchen oder aus einem kurzen Bierchen trinken wurden am Ende 5 Stunden. Wir haben das jetzt schon öfter erlebt, auch mit Andi und Natalie beispielsweise. Man trifft sich, es macht Klick und man hat einfach gleich so eine gemeinsame Ebene, weil man die gleichen Werte vertritt und ähnliche Situationen erlebt hat. Und das ist einfach so schön und da können so tolle Freundschaften draus entstehen. Wenn so eine Bekanntschaft auf gemeinsamen Werten aufbaut, ist das oft eine sehr tiefe Verbindung, was ich richtig schön finde. Also es hat sich ganz toll angefühlt. Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht gestern mit den beiden. Hat uns wieder gezeigt, dass der Vanlife für uns echt eine richtig coole Sache ist, der uns richtig viel Spaß macht. Uns ist aber diese Woche auch was Negatives aufgefallen und das hat Konsequenzen für das nächste Jahr für uns, aber das erklären wir euch ein bisschen später im Video, was das für uns bedeutet. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir was Cooles finden, was wir jetzt starten können. Bevor es regnet. Times another drink and I'll go anywhere. The way you smell like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the who goes doing stage. Guten Morgen alle zusammen. Wir haben nicht ganz gut geschlafen. Irgendwie hat die Müllabfuhr in Spanien die Gewohnheit, um 3 Uhr morgens die Mülleimer zu entleeren. Und die stehen genau neben uns. Das war irgendwie nicht so angenehm. Aber es ist Wochenende, deswegen haben wir trotzdem gute Laune. Ja, leider ist das Wetter nicht ganz so gut. Es tröpfelt immer mal wieder. Wir müssen gucken, dass wir jetzt wirklich so eine Phase erwischen, wo wir rausgehen können. Wir wollten nämlich heute auch eine Runde wandern gehen. Beziehungsweise haben wir 2 sehr gute Regenjacken dabei. Und dann werden die Regenjacken... Nein. Anne wollte mich gestern schon wieder überzeugen, dass wir heute ins Meer gehen. Es wird langsam zur Gewohnheit und es ist halt einfach nicht so warm. Es ist doch scheißegal, wenn da das Meer ist, dann muss ich ins Meer. Und ich bin gerade sehr verleitet. Also mich würde echt mal interessieren, gibt es da draußen auch irgendjemand, der so crazy ist und wirklich bei jedem Wetter ins Meer möchte? Ich kenne keinen Menschen, der jedes Mal ins Meer möchte. Es ist November, Ende November. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Das ist mich gerade extrem unter den Fingernägeln juckt, da jetzt reinzulaufen. Der Strand hier ist echt schön, aber ich kann mir vorstellen, dass der im Sommer kaum noch zu sehen ist von voller Menschen, weil hier in Can Picafort, hier stehen halt wieder echt große Hotelanlagen, so das Kontrastprogramm zum Vanlife. Aber auch die Gegend, die sieht einfach wieder total toll aus. Da hinten seht ihr Buchten und Berge und hier der Strand. Wirklich grandios. Muscheln. Ich konnte Anne vom Sprung ins Meer abhalten. Und dafür gibt es jetzt erstmal Frühstück und keine Erkältung. War aber nicht freiwillig.
fahren wir nochmal kurz einen Kaffee trinken gemütlich, weil wir keine Lust hatten, selber einzukochen. Und danach gehen wir wandern, egal wie das Wetter ist. Egal wie das Wetter ist? Ja. Und wenn es schneit. Oha. Regenjacke an, Mütze auf. Aufi. Wir fahren jetzt von Kanpika fort, zurück Richtung Cala Ratjada und von Cala Ratjada 2 Buchten weiter zur Cala Agula und machen von dort die Wanderung zur Cala Torta. Cala Torta? Cala Torta. Das ist der Plan. Jetzt müssten wir dafür aber auch losfahren. So, Fabi sagt, wir ziehen Wanderschuhe an. Ich glaube, besser ist das, weil wir werden garantiert nicht trockenen Fußes wieder zurückkommen. Für eine 2,5 Stunden Wanderung bei dem wechselhaften Wetter. Aber ich bin gespannt, das soll sehr schön sein, die Wanderung. Wandergruppe Elvis am Start. Das ist mega schön. Wir wandern hier direkt an der Bucht lang, an den Klippen. Ich freue mich tatsächlich, dass wir Wanderschuhe anhaben, weil ich bin der Tollpatsch in Person. Ja, auf jeden Fall. Ich musste sie schon überzeugen. Aber es war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Möchtest du nicht hinfliegen? Ich bin mal gespannt, wann es uns mit dem Regen erwischt. Da hinten sieht man immer ein paar Huschen runtergehen. Action! Ich sag's jetzt für die Kamera, aber nur ein einziges Mal. Fabi hatte recht. Wobei? Dass wir die Wanderschuhe anziehen sollten. Willkommen im Friseursalon Neuland. Ja, hast du gut gemacht. Neue Frisur, check. Kaffee, check. Tagesziel erreicht, wir können schlafen gehen. Nein, wir fahren weiter. Wir fahren nach Alcudia, oder? Ja, nach einer Woche in Cala Ratjada geht es jetzt für uns weiter. Aber es war echt eine schöne Woche, finde ich. Also auch wenn das Wetter nicht ganz so toll war immer, haben wir echt coole Sachen trotzdem gemacht, coole neue Leute kennengelernt und eine schöne Zeit gehabt.
Ja, die Gegend hier oben Calaratiada ist wirklich wunderschön. Wir müssen jetzt auch mal weiterfahren, weil wir waren jetzt die ganze Woche in demselben Café. Die konnten uns auch schon nicht mehr sehen. Ja, glaube ich Bevor die uns jetzt hier irgendwie aus Calaratiada verbannen, fahren wir weiter und gucken und hoffen, dass wir da ein ähnlich schönes Café finden wie hier. Bon Dia, falls ihr euch fragt, geht da mal rein. Die sind wirklich sehr herzlich und haben eine sehr gute Qualität. Ja, voll. Wenn ihr euch fragt, warum wir jetzt unbedingt noch einen Stellplatz beim Kaffee suchen, also es ist jetzt nicht unsere Hauptprämisse, aber wir mögen es ganz gerne, wenn wir auch mal ein bisschen Abwechslung vom Van beim Arbeiten haben. Was wir noch mehr mögen, ist rumreisen und die Insel erkunden und das werden wir jetzt machen. Auf geht's. Die Freundin wird immer frecher. Ich bin es ja schon gewohnt, dass man den Pulli von mir entwendet, ja. Aber jetzt guckt euch das mal an. Ist einfach meine Jeansjacke geklaut. Die steht mir auch gut. Der ist echt frech. Wir sind jetzt in Alcudia angekommen und wir gehen erstmal unserer Lieblingsbeschäftigung nach. Wir suchen einen Kaffee. Das Wetter ist hervorragend, es ist ein bisschen frisch. Irgendwie gefühlt ist der Norden jetzt schon noch mal ein bisschen frischer geworden, oder? Ja, also der Wind ist halt frisch und da ziehen noch ein paar dunkle Wolken auf. Steht mir gut. Wer trägt es besser? Fabi telefoniert mit seiner Mama. Also übernehme ich heute mal die Kamera und das Geschehen. Mal gucken, ob er zufrieden ist mit meinen Aufnahmen. Geht so. Wir sind jetzt hier in Alcudia, auf dieser Mauer. Und wir waren hier auch schon mal vor 3 Jahren, können uns sehr gut daran erinnern. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass wir uns hier gemütlich irgendwo hinsetzen können, ein Stück Kuchen essen können. Aber es hat alles geschlossen, also wir müssen jetzt erstmal schauen, ob wir hier was finden. Also es ist wirklich alles zu, aber die Ausblicke und die Stadt ist halt wirklich trotzdem richtig schön und hat natürlich auch was, es ist keine Menschenseele hier. Hat halt immer alles Vor- und Nachteile, aber wir genießen auf jeden Fall die Vorteile und hoffen, euch einen kleinen Einblick vom leeren Mallorca zu geben. Tote Hose ist nichts gegen Alcudia. Hier ist wirklich mal gar nichts. Also gar nichts los, keine Menschen, kein Kaffee offen, kein gar nichts. Ist ein bisschen doof. Wir werden jetzt bestimmt zum Port der Alcudia fahren. Da haben wir von Menschen sitzen sehen. Da haben wir schon welche gesehen gehabt. Und ich glaube, dann wird es eher ein gemütlicher erster Adventssonntag, oder? Ja, ich glaube, es ist im Norden auch ein bisschen ungemütlicher nochmal. Ein bisschen kälter, ein bisschen windiger. Deswegen werden wir es uns bestimmt in Elvis gemütlich machen. Und apropos, wir hatten ja noch was zu erzählen. Das kommt jetzt. Wir sind euch noch eine Erklärung schuldig. Zum einen für den Titel von diesem Video. Nämlich, wir hatten echt eine stressige Woche. Das hatte jetzt gar nicht damit zu tun, dass wir irgendwie großartig rumreisen mussten, weil das haben wir gar nicht gemacht. Nee. Aber irgendwie ist uns die Erkenntnis gekommen, ja, dass Elvis nicht mehr so das richtige Fahrzeug für uns ist, glaube ich. Ja, beziehungsweise haben wir einfach gemerkt, dass Elvis zu einem ganz anderen Zweck ausgebaut wurde, als er jetzt genutzt wird. Also wir hatten ja eigentlich geplant, 1 Jahr mit Elvis zu reisen und danach quasi in unser altes Leben, sage ich jetzt mal, nach Deutschland zurückzukehren. Dadurch, dass wir das im Sommer ein bisschen alles über einen Haufen geworfen haben und gesagt haben, okay, wir können uns das ein bisschen länger vorstellen und wir wollen von unterwegs arbeiten, verbringen wir jetzt einfach 30 Stunden, die mein Arbeitsvertrag hergibt, auf jeden Fall im Van zum Arbeiten. Und da sind uns einfach einige Dinge aufgefallen, die super unpraktisch in Elvis sind, was uns einfach für den Zweck, für den es eigentlich geplant war, nicht bewusst gewesen wäre.
Genau, also um es kurz zu machen, der Use Case hat sich so ein bisschen gewandelt und Elvis war sehr gut konzipiert, um damit zu reisen. Ja. Das Problem ist, wir leben jetzt halt einfach immer mehr und mehr Zeit verbringen wir im Van und dann stören uns halt einfach so Sachen wie, ja, zum einen, dass die Matratze oder unsere Polster einfach nicht dafür gemacht sind, dass man hier 8 Stunden drauf sitzt und dann noch darauf schläft. Genau. Das ist das eine, dann ist er einfach... Ja, auch einfach ein bisschen zu klein. Wir stehen uns dann ein bisschen im Weg rum teilweise. Das Klo steht mitten im Raum. Ja, uns fehlt ein bisschen Stauraum auch für die ganze Elektrik, die wir mittlerweile einfach angeschafft haben. Ja. 2 große Laptops, Drohne, Kameras. Es ist einfach jetzt im Laufe der Zeit immer mehr dazugekommen, auch dadurch, dass ich jetzt wieder einen festen Job habe. Und wir auch von der Kameraausstattung uns erweitert haben. Ja, definitiv. Und da fehlt einfach ein Stück weit der gewisse Stauraum. Also rein von Klamotten oder Geschirr bin ich mit dem Stauraum richtig happy. Es passt auch alles weiter noch sehr gut. Aber so die Elektronik, die liegt dann gerne mal darum und dann wirkt es alles so ein bisschen unordentlich. Und ja, uns fehlt einfach wirklich so ein festes Badezimmer. Zusätzlich kommt dann halt noch, ja, dass die Elektronik dann... Ja, ich sag mal, ein bisschen zu knapp ausgelegt ist. Also ein Solarpanel mehr, also 300 Watt wären dann wahrscheinlich auch gut. Dass man einfach ein bisschen mehr Puffer und Reserven hat, weil Annes Laptop, der frisst Strom ohne Ende. Das ist unglaublich. Der saugt uns hier einfach die Batterie leer, wenn wir 8 Stunden hier arbeiten. Das ist echt ein bisschen doof. Deswegen bringt das einfach, Elvis bringt uns halt einfach relativ viel Stress gerade rein, der gar nicht sein müsste. So haben wir das letzte Woche empfunden. Und die logische Konsequenz ist halt einfach, dass wir uns nach einem neuen Van umschauen müssen und den dann wahrscheinlich im Frühjahr ausbauen müssten. Tatsächlich auch Lust drauf. Also wir würden es, glaube ich, auch einfach vom Design ein bisschen anders machen. Wir haben jetzt schon echt viel drüber gesprochen. Und wir hätten schon auch Bock drauf, das neu nochmal anzugehen und ein neues Projekt auch nochmal zu starten. Es wäre natürlich dann auch so, dass Fabi ein Stück weit mehr machen müsste als beim letzten Mal, weil ich ja noch die Festanstellung habe. Aber es sollte schon auch ein gemeinsames Projekt wieder werden, weil ich auch wieder richtig Lust drauf habe. Ja, definitiv. Guckt euch auch gerne nochmal unsere Videos so an, was wir an dem Van mögen und welche Sachen wir nicht so toll finden. Die verlinke ich euch jetzt auch nochmal. Es sind gar nicht so viele Sachen, aber wie gesagt, der Use Case hat sich für uns einfach geändert. Ja. Und das war uns am Anfang überhaupt nicht klar, weil wir nie vorhatten, eigentlich so viel im Van zu arbeiten. Nee. Aber nun ja, das ist jetzt halt einfach so. Und so ist es eher ein Reisemobil. Man kann hier schon auch gut viel Zeit in diesem Van verbringen. Aber wenn man dann eben einfach arbeitet, was uns ja auch Spaß macht und dann... Ja, es sind einfach gewisse Dinge, die wir anders machen würden, wenn man wirklich dann das auch zur Wohnung richtig benutzt. Und zusätzlich ist es halt einfach so, ich glaube, jeder, der mal einen Van ausgebaut hat, der weiß, es fallen einfach so ein paar kleine Sachen an, die man dann sagt, die würde man beim zweiten anders machen. Und wir haben einfach gerade Lust drauf. Es wäre halt auch wieder ein spannendes Projekt. Würden das natürlich auch wieder alles dokumentieren. Und ja, wenn ihr aktuell noch einen größeren Van zu Hause rumstehen habt und den uns verkaufen wollt, könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir werden auf jeden Fall jetzt die nächste Zeit ein bisschen die Augen offen halten. Also was Sinn macht, den auszubauen, wäre wahrscheinlich dann erst gegen März, April rum, schätze ich mal. Früher ist es halt einfach in Deutschland zu kalt. Und wir wollen ja noch ein bisschen reisen. Ja, wir wollen auf jeden Fall danach wieder reisen. Und deswegen müssen wir gucken, wie wir das gut und schnell irgendwie über die Bühne bekommen. Ja, damit es nicht ein ewig langes Projekt wird. Genau, weil uns macht das Reisen ja echt viel Spaß. Ich weiß nicht, wie die Überraschung bei euch ankommt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Es wäre aber auch ein Abschied von Elvis mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich liebe dieses Auto und diesen Van und wir haben da so viel Herzblut und Energie und Liebe reingesteckt und es wäre auf jeden Fall, ich liebe diesen Van auch weiterhin. Also es ist super schön und ich fühle mich hier richtig zu Hause, aber es passt einfach gerade nicht mehr zu unseren Lebensumständen mit dem Arbeiten und deswegen... Wir haben halt super viele tolle Erinnerungen an das Fahrzeug und wir haben ihn ja auch erst 1,5 Jahre ungefähr. Ja. Das ist ja jetzt auch keine Zeit. Das ist irgendwie eine traurige Erkenntnis, die wir jetzt letzte Woche gewonnen haben. Was gibt's heute, Chefin? Heute gibt es Rotkohl mit einer
Rotwein, Pilzsoße und Semmelknödel. Haben wir beide zusammen richtig geil gekocht, glaube ich. Ja, wir fanden uns richtig, richtig geiles vorweihnachtliches Gericht schon. Wir müssen ein bisschen erfinderisch werden, weil es sind einfach viel zu viele Töpfe jetzt für 2 Gasflammen nur. Aber es sieht trotzdem gut aus. Das sieht hervorragend aus, muss man sagen. Sehr gut ist es. Schmeckt? Genau. So, der Montag ist geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und wir hoffen zudem, dass wir euch ein bisschen positive Stimmung nach Deutschland schicken konnten und euch ein Stück weit, ja, Aufhellung mitgeben konnten. Genau. Fühlt euch gedrückt. Zusammen schaffen wir das, auch wenn die Zeit gerade ein bisschen scheiße ist. Da kriegen wir das zusammen gewuppt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. You had me at a la 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 la